Heute kannst du mir mal wieder beim Experimentieren über die Schulter schauen. Ich habe ein neues Stempelset, Grüße mit Weihnachtsgrün, und möchte mir daraus ein Designerpapier, ein weihnachtliches, selbst gestalten. Wir haben im Juli den Weltaquarellmonat und deswegen also Aquarell. Ich male mit Wasser und den Stempelkissen und schauen mal, wie wir da einen Aquarelleffekt hinbekommen. Ja, du kannst mir über die Schulter schauen und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich mache mir ja gern mein Designerpapier selber. Das weißt du vielleicht schon, wenn du meinen Kanal kennst und abonniert hast. Und heute ein weihnachtliches Papier. Es gibt im neuen Mini-Katalog auf der Seite 25 das Set Grüße mit Weihnachtsgrün mit tollem Designerpapier. Da kann man schöne Sachen draus machen. Und Stanzformen, und da gab es eine Stanzform, die dachte ich, die muss ich unbedingt haben. Das war der Grund, warum ich mir das Set bestellt habe. Und die habe ich auch schon mal so ein bisschen vorbereitet für die nächste Kartenserie. Wollte ich einfach mal kurz zeigen. Total schön, finde ich. Ja, aber heute das Stempelset und ein Farbkarton in Seidenglanz. Ich habe da schon mal so ein bisschen angefangen und beim Designerpapier selber machen geht ja immer alles. Und meine Intention für dich ist eigentlich einfach mal loslegen. Ausprobieren, im richtigen Moment vielleicht Stopp machen oder, wie ich das gern zwischendurch mache, immer mal ein Foto machen und schauen, so nach dem Motto, jetzt geht's weiter und das davor wäre schön gewesen, dann habe ich zumindest ein Foto und kann es wieder nacharbeiten. Ja, hier sind wieder solche Stempel drin, wo du für ein Motiv 2 Abdrucke hast, die du also farbig gestalten kannst. Ich würde dieses hier im helleren Design nehmen und das im dunkleren. Bei den Perlen, bei den Beeren, das auch im hellen und das im dunklen. Musst du ausprobieren. Also hast ein größeres Blatt, ein kleineres Blatt, eben immer mit 2 Abdrucken. Two-Step Stempelset, also 2 Schritte Stempelset. Ja, und dann geht's los. Und man könnte jetzt ganz einfach, ich habe mir mal Farben rausgesucht, die echt nah beieinander liegen. Das ist Chili und Glutrot. Und warum nicht Lodengrün und Waldmoos. Und gehe jetzt mal davon aus, dass Waldmoos ist das hellere. Und wenn es mir noch zu dunkel wäre, dann würde ich einen hellen Abdruck nehmen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich fange mal mit dem Blatt an. Du siehst, hier sind wesentlich mehr Maserungen drauf als hier. Also ist das flächigere. Also nehme ich das im Waldmoos und habe hier schon mal ein Probeblatt. Stempel einmal ab. Das wäre der erste Abdruck und das wäre der zweite Abdruck. Wenn dir das zu fleckig ist, nimmst du so diese Stempelmatte, musst aber beim Designerpapier immer schauen, dass du die richtige Stelle erwischst. Du kannst auch unterschiedliche Effekte mit hell und dunkel dadurch hinbekommen, mal sehen, ob es funktioniert, klappt nicht immer, indem du hier einfach nur so ein bisschen aufdrückst. Naja, ein bisschen heller ist es. Manchmal klappt es besser. Okay, ich nehme jetzt den zweiten Abdruck, setze den hier drauf und das mache ich jetzt öfter. Den zweiten Abdruck. Ich arbeite jetzt auch mal nur mit dem großen Blatt. Das komme ich nachher bei meinem letzten Schritt ein bisschen durcheinander. Also machen wir das so. Ja, und da es ein Designerpapier ist, ist immer ganz günstig, wenn man so ein bisschen über den Rand stempelt, weil wenn wir es dann zerschneiden und für irgendwelche Projekte benutzen, dann geht das immer weiter. Genau, du verstehst, wie ich meine. So, beim ersten Versuch hier drüben, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, ich finde es halt cool, habe ich dann noch mal weiter gestempelt und weiter gestempelt. Ich mache mal nur ein Blatt so, indem ich weiter stempel, damit du diesen Effekt siehst. Und zwar komme ich jetzt also mit dem anderen, mit dem, wo weniger Konturen sind, wenn ich dunkler nehme. Und gehe jetzt mal so deckungsgleich wie möglich. Stemperatus bietet sich hier übrigens an. Hier direkt drauf. Und du siehst schon, es ist ein ziemlich cooler Effekt. Ich mache das mal ruhig, damit die Gesamtwirkung stimmt. Du könntest an der Stelle natürlich aufhören und diesen zweiten Stempel ganz zum Schluss erst verwenden. Also man kann alles machen, ja. Man kann immer alles machen. Und Aquarell hat natürlich normalerweise auch Farben, die eine stärkere Pigmentierung haben als normale Wasserfarben.
Aber Effekte aus dem Aquarell, was ja was mit Wasser zu tun hat, kriegen wir hier alle mal hin. Okay, das war also schon mal klar. Das lassen wir jetzt erstmal so, machen es zu und nehmen uns die Beeren. Und ich hatte ja gesagt, die mehr ausgefüllten im Hellen. Und auch da müssen wir mal gucken auf unserem Blatt, ob es der erste, der ist gut. Der erste Abdruck ist gut, wenn du mich fragst. Den setze ich jetzt hier einfach überall zwischen. Das wäre natürlich auch der zweite möglich. So. Mach mal den zweiten, damit du den siehst. Ja, da geht also auch noch was. So. Ja, hier passt noch was. So. Ja, wäre schon ein schickes Designerpapier, finde ich. Auch hier, damit du das Motiv gleich siehst, nochmal die Sache mit dem Chili, das dunklere. Jetzt mit dem Stempel, der weniger Fläche hat, mehr Kontur. Da musst du ein bisschen positionieren, dass du das da sauber drauf kriegst. Du weißt ja, ich bin da so ein bisschen nach dem Motto, schief ist auch schicki. Kann man machen. So, jetzt setze ich das dahin und dahin und dahin und noch einmal. Ich glaube, wir haben, ach, hier drüben, Mensch, hier. Gleich gefuscht. So, du siehst durch die Unterlage, der Abdruck natürlich wesentlich genauer. So, sieht schön wüst aus. Jetzt wäre natürlich die Sache, man könnte jetzt die Blending-Pinsel nehmen, ins Stempelkissen und dann einfach mal zwischenreiben. Man könnte aber auch diesen Wischiwaschi-Effekt hinbekommen. Und ich will den Wischiwaschi-Effekt hinbekommen. Du weißt, jederzeit könnte man immer sagen, so, gefällt mir, ist fertig. Oder mache ich ganz anders. Oder hast du nicht gesehen? Und jetzt mache ich Folgendes. Ich klebe das mal ein bisschen auf meiner Arbeitsfläche fest. Da hast du vielleicht noch andere Ideen. Ich mache das jetzt so. Warum? Weil ein Papier sich immer wellt, sobald da Wasser drauf kommt. Und das Wellen kann natürlich cool sein, gab aber hier so diese Flecken. Wollen wir ja nicht immer haben. Jo, gut fixiert. In der Malerei würde der Rand abgeklebt werden ringsum, dann ist es wirklich richtig fest. Oder du hast ein Aquarellpapier auf einem Block und dann ist es eben geblockt und an allen 4 Seiten fest. Da musst du aufpassen, wenn du es abnimmst, dass da nicht was reißt. So, ich habe jetzt hier aus dem Sortiment von Stampin' Up einmal diesen Wassertankpinsel. Der wäre die Option gewesen. Die zeige ich dir vielleicht ganz zum Schluss nochmal ganz schnell. Ja genau, die zeige ich dir nochmal gleich. Mit dem Wassertankpinsel lege ich mal hier hin. Und jetzt habe ich aber diesen, den spreche ich immer so gern aus, Stampin' Spritzer. Ich könnte auch sagen Stampin' Spritzer. Naja, gut, ihr wisst, was ich meine. Also dieses kleine Spritzelement. Ein Spritzer, genau. Und mit dem mache ich jetzt Folgendes. Gnadenlos spritze ich hier einfach auf meine Wasserfarbe drauf. Und deswegen müssen wir das ganz schön fest fixieren. Da habe ich etwa schon wieder einen ruiniert. Ich spritze immer zu doll. Ja, aber du siehst den Effekt. Es fängt hier an zu laufen. Und das wollen wir eigentlich auch. So. Und da das mit dem Spritzen ja nicht so klappt, wie ich mir das denke, bin ich jetzt dann doch mal am Wassertankpinsel und du siehst, ich tropfe mal hier los. Hier wird also wirklich richtig die Farbe wieder angelöst. So. Und du siehst, wie der Effekt ist. Ja, die Kamera stellt sich ein und jetzt lässt man das einfach laufen. Ich habe vorhin noch gedacht, legst dir noch einen Ersatzspritzer hin. Also das Schläuchlein ist oben rausgegangen. Ist einfach schon zu lange benutzt. Ich gucke mal nochmal, ob wir das nochmal gerade hinkriegen. Schauen wir mal. Zweiter Versuch. Wir spritzen noch nicht. Jetzt kommt es wieder. Ja. Einfach nur verrutscht. Glaubst es. So, und jetzt läuft es. Und jetzt könntest du es hier ein bisschen bewegen. Oder du könntest es aber eben auch flach lassen. Oder du nimmst den Stift und malst rein. Hier, da wollen wir es zum Beispiel nicht hin haben. Also würde ich es da wegmachen. Du könntest es auch ein bisschen jetzt einfach verteilen. Wäre alles möglich. Ja, für solche Sachen würde ich mal sagen, Berührungsängste wären falsch. Einfach loslegen. Du hättest auch alles in Grün nur gestalten können, um die Beeren, die rote Farbe gar nicht mitlaufen zu lassen. Aber ich wollte beides haben.
So, jetzt wird das hier immer so ein bisschen angemischt. Du siehst, es gibt unterschiedliche Effekte. So, hier drüben gibt es Flecken, die waren noch vom ersten Mal. Ich gucke mal, ob ich die Ränder gelöst kriege. Selbst das geht noch ein bisschen, aber auch die Fleckerei ist ja eigentlich ganz niedlich. Ja, noch mehr Wasser, gibt noch mehr Verläufe. Und du hast das Grün so selbstverständlich da um die Blätter drumherum verteilt. Ja, kannst du jetzt noch ein bisschen eleganter machen. Wie gesagt, noch weiter spritzen. Ich verteile hier immer noch ein bisschen. Übrigens, das geht super wieder von den Fingern ab. Wenn nicht gleich, dann eben später. Genau, und dann habe ich mir einfach nochmal, als es trocken war am Ende, es war ganz sehr verlaufen und ich habe die Blätter gar nicht erkannt, so lange kann ich es jetzt nicht trocknen lassen. Selbst mit dem embossigen Föhn würde das einfach zu lange dauern. Dann habe ich nochmal das andere Blatt genommen, das mit den Konturen, und bin einfach auf das fertige Blatt nochmal drauf gegangen und habe es nochmal überstempelt. Und dadurch kam das Blatt wieder hervor. Ja, also ich lasse das hier trocknen und überstempel das hinten auch nochmal und habe dann, wie gesagt, meinen Wischi-Waschi-Effekt. Ja, das war die eine Idee. Das Papier ist so gut wie fertig. Du kannst selber entscheiden, an welcher Stelle du hättest aufhören wollen. Und jetzt nehme ich nochmal den Wassertankpinsel hier drüben und zeige dir nun ein kleines Element. So nach dem Motto, kann man machen, muss man nicht. Wie viel Wasser ich jetzt hier auftrage, gibt auch unterschiedliche Effekte. Ich mache mal oben ein bisschen mehr Wasser. Also nicht Meerwasser, sondern einfach Meerwasser. Du verstehst. Und unten etwas weniger. Und du hast die verschiedenen Abdrücke, also auch damit geht jetzt wieder ganz viel. Und ich stempel jetzt hier in das Nasse rein. Und auch da gibt es einen Verlaufeffekt. Und oben, wo es nasser ist, mache ich mal das doppelte Blatt. Der Unterschied ist, wenn du es so rum machst, verläuft es halt gleich. Wenn du es andersrum machst, dann verläuft es erst wesentlich weniger. Aber du siehst, wie sehr es hier verläuft. Und wenn ich diesen Verlauf so habe und dann trockne und es dann die Kontur wieder draufsetzen würde, dann hast du so verwaschen und doch ist die Kontur da. Ja, also so ähnlicher Effekt wie hier. Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Stampin' Spritzer oder mit dem Wassertankpinsel. Das ist mir noch zu feucht, um drauf zu drucken, aber ich mache mal die andere Kontur einfach hier oben hin, damit du es nochmal siehst. Auch das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich bin schon wieder ganz begeistert. Auch das ginge, dass du es also nur weiß machst, nicht zweifarbig. Ne? Du siehst, ich könnte da jetzt nochmal draufsetzen. Hier unten, wie gesagt, ist es nicht so nass. Und jetzt kommt nochmal der Effekt. Was ist, wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel drüber gehe? Du siehst, es löst sich die Farbe an. Und du hast den Hintergrund dann eben auch mit einer leichten farbigen Struktur. Wasser halt. Ne? Wasserfarbe bringt immer Wassereffekte. Halte ich dir jetzt nochmal hoch. Du siehst, wie unterschiedlich das geht. So, und jetzt die Sache von wegen, wenn du jetzt sagst, gefällt mir überhaupt gar nicht, kann ich das verstehen. Es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten und Meinungen. Dann mach das Ganze schön trocken, vergiss die Sache mit dem Aquarell wieder. Aber hier hast du eine Möglichkeit mit Aquarelleffekt. Ja, ansonsten, wie gesagt, stempeln, die Zwischenflächen mit den Blending-Pinseln ausfüllen und fertig. Wenn das trocken ist, dann löse ich hier von der Unterlage, gucke, wie ich meinen Klebestreifen wieder abkriege und dann kann ich es weiterverwenden. Ja, das war's. Du konntest mal zuschauen, wie es hier ist, wenn ich einfach ausprobiere und auch nicht ganz so genau weiß, was hinterher rauskommt. Hast es ja gemerkt. Da geht so einiges. Okay, ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, verwendeten Materialien, weißt du ja. Verlinke ich dir in der Beschreibung, kannst du direkt über mich bestellen. Hier geht's weiter mit noch mehr Tipps und Tricks, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.